Hallo zusammen, ich heiße Frederik. Ich sag's gleich. In diesem Video geht es um etwas, das fast alle beschäftigt: Zukunft, Arbeit und Berufe. Denn vieles von dem, was früher Futuristen und Science-Fiction-Autoren beschrieben haben, kommt viel schneller, als wir erwartet haben. Wenn es dir wichtig ist zu verstehen, worauf du dich vorbereiten solltest und welche Skills wirklich gebraucht werden, dann bleib bis zum Ende dran. Und bitte, abonnier den Kanal, so verpasst du die nächsten Videos zu diesem Thema nicht. Und schreib mir in die Kommentare, schaust du aus Deutschland oder aus Spanien? Und was ist dir wichtiger? Arbeit, Kinder oder Technologie? Los geht's. Erstens. Warum verändert sich die Welt so schnell? Es fühlt sich an, als hätte die Welt auf Beschleunigung gedrückt. Früher liefen Veränderungen langsamer. Eine neue Technologie und die Menschen hatten 10 bis 20 Jahre Zeit, sich daran zu gewöhnen. Heute passiert alles schneller. Neue Programme, neue Regeln, neue Trends, neue Tools. Und bevor wir uns an das eine gewöhnt haben, kommt schon das nächste. Und das Problem ist nicht nur, dass es viel Information gibt. Das Problem ist, in dieser Information steckt unglaublich viel, was wirklich wichtig ist. Dinge, die Einfluss haben auf Geld, Job, Sicherheit und Zukunftspläne. Deshalb haben viele dieses Gefühl: Ich weiß irgendwie nicht, was morgen kommt. Zweit, die wichtigste Frage: Worauf sollen wir uns vorbereiten und unsere Kinder? Und genau hier kommt die große Frage: Worauf sollten wir uns vorbereiten? Und worauf sollten wir unsere Kinder vorbereiten? Früher war es einfacher. Man hat gelernt, einen Beruf gemacht und konnte ziemlich sicher sein, dass man damit viele Jahre arbeiten kann. Heute ist es oft so. Eine Ausbildung oder Spezialisierung, die man vor 10 Jahren gemacht hat, kann veraltet sein oder sich stark verändert haben. Nicht, weil jemand schlecht ist, sondern weil sich die Spielregeln geändert haben. Deshalb ist es wichtig, nicht nur einen Beruf auszuwählen, sondern zu verstehen, welche Fähigkeiten und Eigenschaften helfen, in jeder Situation gefragt zu bleiben. Dritten, welche Skills werden in Zukunft wichtig sein? Ganz einfach erklärt. Skill Nummer 1: Schnell lernen, ein Leben lang. Früher dachte man, für Bildung sind Staat, Schule, Uni zuständig. Heute sieht die Realität immer mehr so aus: Du selbst bist für deine Weiterbildung verantwortlich. Das heißt, man wird dauerhaft lernen müssen, aber ruhig, ohne Panik. Nach dem Prinzip: Jedes Jahr packe ich einen neuen Skill dazu. Das betrifft fast alle Bereiche, vom Bürojob bis zur Technik und Medizin. So lernst du das praktisch. Wähle einen Skill aus. Lerne 30 bis 40 Minuten pro Tag. Nach 6 bis 8 Wochen siehst du bereits ein gutes Ergebnis. Und ganz wichtig, mach kleine Projekte, statt nur Videos zu schauen. Skill Nummer 2: Digitale Grundkompetenz, damit du nicht zurückfällst. Technologie ist heute wie früher Lesen und Schreiben. Wenn jemand mit digitalen Tools gar nicht klarkommt, ist es einfach schwerer, einen guten Job zu finden. Digitale Kompetenz bedeutet nicht, Programmierer zu sein. Es bedeutet, sicher umgehen zu können mit Smartphone und Computer, E-Mail, Kalender, Tabellen, Excel, Google Sheets, Dokumenten und Präsentationen, einfachen Online-Services. So lernst du das. Nimm ein Programm und lerne nur das, was du für die Arbeit brauchst. Versuch nicht, alles auf einmal zu lernen. Ziel: ein sicherer Nutzer werden, der schneller und sauberer arbeitet als andere. Skill Nummer 3: Mit Information arbeiten und klare Schlussfolgerungen ziehen. Heute sind Fakten für alle verfügbar. Frag dein Handy und du bekommst die Antwort. Aber der Wert ist nicht der Fakt. Der Wert ist, zu verstehen, was das bedeutet, was man tun sollte und welche Entscheidung sinnvoll ist. Dieser Skill ist überall wichtig. Business, Logistik, Medizin, Management, Marketing. So trainierst du das. Lerne, die richtigen Fragen zu stellen. Vergleiche Quellen. Übe, aus jeder Nachricht einen kurzen Schluss zu ziehen.
Was bedeutet das für mich? Skill Nummer 4. Flexibles Denken, sich schnell umstellen. Die Welt ändert sich. Und gewinnen werden die, die sich schnell umstellen können. Wenn ein Weg nicht mehr funktioniert, bleibt man nicht hängen, sondern sucht einen neuen. Das betrifft Arbeit, Skills und das ganze Leben. So entwickelst du das. Lerne Neues in kleinen Schritten. Ändere den Ansatz, wenn es nicht klappt. Hab keine Angst davor, Anfänger zu sein. Skill Nummer 5. Kreativität. Neue Lösungen finden. Viele Dinge werden automatisiert. Programme und künstliche Intelligenz können schon heute Routine übernehmen, sortieren, rechnen, Entwürfe schreiben, Standardaufgaben machen. Aber besonders wichtig wird das, was schwer zu ersetzen ist. Neues erfinden, ungewöhnliche Lösungen finden, Dinge sehen, die andere nicht sehen. So trainierst du das. Jeden Tag 5 Ideen. Wie kann ich verbessern? Schau, wie andere ein Problem lösen und entwickle Variante Nummer 2. Übe nicht wie alle, sondern etwas besser oder anders zu machen. Skill Nummer 6. Kommunikation und mit Menschen arbeiten. Egal wie schlau du bist, ohne Kommunikation ist Wachstum schwer. Firmen schätzen Menschen, die ihre Gedanken einfach erklären können, verhandeln und sich einigen können, im Team arbeiten können, normal und klar kommunizieren, sich und Ergebnisse gut präsentieren. So lernst du das. Kürzer sprechen und schreiben. Erklärung in 30 Sekunden trainieren. Zuhören lernen und bessere Fragen stellen. Skill Nummer 7. Aufmerksamkeit und Konzentration. Es gibt heute viele Ablenkungen. Und deshalb ist jemand, der sich konzentrieren und Dinge zu Ende bringen kann, ein großer Pluspunkt. So trainierst du das. In Blöcken von 25 Minuten arbeiten ohne Handy. Pro Tag 1. Hauptaufgabe auswählen. Nicht versuchen, 10 Dinge gleichzeitig zu machen. 4. Welche Berufe werden in Zukunft gefragt sein? Nach Bereichen. Jetzt das Wichtigste. Berufe. Ich nenne Bereiche, die schon wachsen und sehr wahrscheinlich weiter gebraucht werden. 1. Medizin und Pflege. In Europa ist das einer der stabilsten Arbeitsmärkte. Pflegefachkraft, Krankenpflegerin, Altenpflege, Reha, Physiotherapie, je nach Ausbildung. Medizinische Assistenz, Verwaltung in Kliniken. Die Nachfrage bleibt hoch, weil es mehr ältere Menschen gibt. 2. Technische Berufe und grüne Energie. Elektriker, Solaranlagen, Montage, Service. Lüftung, Heizung, HVAC. Ladestationen für E-Autos. Das wächst, weil Infrastruktur modernisiert wird. 3. Logistik und Lager. Logistikplanung von Lieferketten. Lagerverwaltung. E-Commerce und Lieferung sind ein riesiger Markt. 4. IT-Support und Cloud-Systeme. Nicht jeder muss Programmierer sein. Aber Support, Einrichtung und Wartung werden gebraucht. IT-Support, Systemadministration, Cloud-Spezialisten, wenn man weitergehen will. 5. Cybersecurity, IT-Sicherheit. Je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird Schutz. Security-Spezialisten. Datenschutz, Schutz von Accounts und Systemen. 6. Datenanalyse, einfach gesagt, jemand, der rechnen und erklären kann. Reports, Tabellen, Dashboards. Ursachen finden, warum Umsätze fallen, warum Kosten steigen. Das braucht fast jedes Unternehmen. 7. Berufe. Mensch plus KI. Viele Jobs verschwinden nicht, sie verändern sich. Wertvoll werden Menschen, die KI nutzen, um schneller zu arbeiten, in Marketing, HR, Personal, Vertrieb, Management, Büroprozessen. 5. Was kannst du jetzt schon tun, ohne Panik? Kurz gesagt, der Plan ist, wähle den Bereich, der dir am nächsten liegt. Medizin, Technik, Logistik, IT, Sicherheit, Analyse. Wähle 2 bis 3 Skills für die nächsten 2 Monate. Lerne regelmäßig, aber in kleinen Portionen.
30 bis 40 Minuten pro Tag und nach 6 bis 8 Wochen siehst du bereits Ergebnisse. Abschluss. Wenn dieses Video hilfreich war, dann abonnier bitte den Kanal. Als nächstes kommt eine ganze Reihe, in der ich jeden Bereich einzeln erkläre. Was man lernen sollte, wie man startet und welche realen Schritte in Deutschland und Spanien sinnvoll sind. Und schreib unbedingt einen Kommentar. Welchen Bereich findest du interessant? Medizin, Technik, Logistik, Datenanalyse, Cybersecurity oder IT? Ich schaue mir eure Antworten an und mache das nächste Video genau zu dem Thema, das am häufigsten genannt wird. Ich heiße Frederik. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Video.